Einfache CSS-Selektoren sind heute unser Thema. Ahoi beim WebDevLab. Diese Woche gibt es eine Serie zu CSS-Selektoren und heute starten wir mit den Basics. Was sind CSS-Selektoren? Kurz vorweg noch einmal, was CSS-Selektoren überhaupt sind. Mit einem CSS-Selektor definierst du in einer CSS-Anweisung, für welche HTML-Elemente deine Styles gültig sind. Da du ganz unterschiedliche HTML-Elemente nach verschiedenen Kriterien selektieren können musst, gibt es auch zig CSS-Selektoren. Legen wir los. Elementselektoren. Fangen wir mit den einfachsten Selektoren an. Du kannst nämlich einfach HTML-Elemente selektieren, indem du das HTML-Tag ohne die Spitzenklammern hinschreibst und dann alle HTML-Elemente mit diesem Tag auswählst. Eine Sonderform ist der Universalselektor Sternchen. Er steht stellvertretend für alle Elemente, ohne diese explizit aufführen zu müssen. Klassen. Möchtest du auf Elemente mit einer bestimmten CSS-Klasse zugreifen, schreibst du die gewünschte Klasse im HTML in das Class-Attribut. Im CSS wiederholst du diesen Namen dann mit vorangestelltem Punkt im CSS-Selektor. Ein HTML-Element kann übrigens auch mehrere Klassen haben. Diese notierst du dann einfach im Class-Attribut mit Leerzeichen getrennt. Attribute. Möchtest du mit CSS auf Elemente zugreifen, die du anhand eines Attributs identifizierst, dann kannst du das mit eckigen Klammern tun. Nehmen wir an, du möchtest Input-Elemente vom Typ Text selektieren, also im Beispiel die ersten 4, dann schreibst du im CSS einfach Input, eckige Klammern, Type ist gleich Text. Ist dir der Wert egal und du möchtest lediglich anhand des Vorhandenseins eines Attributs selektieren, schreibst du das Attribut einfach nur in eckige Klammern. Aber Attributselektoren können noch mehr. Neben dem direkten Vergleich kannst du auch fragen, ob ein bestimmter Begriff am Anfang eines Attributwerts steht, ob er am Ende steht oder ob er irgendwo auftaucht. Das kann nützlich sein, wenn du verschiedene Werte mit identischem Prä- oder Suffix hast oder ein Attribut mehrere Begriffe als Wert haben kann und du nicht weißt, wo der gesuchte Begriff auftaucht. Es gibt auch noch speziellere Varianten. Wenn du von einem Attribut mit mehreren Werten, die durch Leerzeichen getrennt sind, einen bestimmten Wert prüfen möchtest, kannst du die Tilde-Syntax verwenden. Möchtest du beispielsweise Sprachcodes prüfen wie de, de-de oder de-at, dann kannst du das mit der Pipe-Syntax tun. Diese greift, wenn der gesuchte Wert exakt dem Wert des Attributs entspricht oder am Anfang steht und ihm ein Bindestrich folgt. Darüber hinaus gibt es auch noch einen Modifier, um zu markieren, dass die Groß- und Kleinschreibung ignoriert werden soll. Dafür gibt man vor der schließenden eckigen Klammer nach einem Leerzeichen ein i an. Es gibt im Prinzip auch noch das Gegenstück für unbedingte Beachtung der Groß- und Kleinschreibung. Das wäre der Modifier s, aber der wird lediglich vom Firefox-Browser unterstützt und bietet sich daher im Alltag eher nicht an. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du hast etwas gelernt. Dann lass gerne ein Like da. Hast du Anmerkungen, dann hinterlasse mir einen Kommentar. Die ganze Woche kommen jetzt Videos zu CSS-Selektoren raus. Abonnier doch den Kanal, um keins davon zu verpassen. Bis dahin, happy coding und tschüss tschüss.